Hallo und herzlich willkommen hier zurück in der Brickworld. Heute zu einem etwas anderen Update-Video, denn heute machen wir mal was ganz Besonderes, das ich tatsächlich so noch nicht gesehen habe. Und zwar geht es um diese großen Platten, da muss Werbung drauf, so wie hier. Doch wie könnten wir diese Werbung machen, wenn wir nicht irgendwelche fertigen Bilder nehmen möchten, sondern irgendwas Neues? Und zwar nehmen wir das Zauberwort der aktuellen Stunden, Künstliche Intelligenz. Schaut gerne mit rein. Ein ganz großer Kandidat der künstlichen Intelligenz ist ChatGPT, kennt ihr ganz bestimmt. Weniger bekannt ist vielleicht Midjourney. Midjourney ist ein Programm zum Generieren von Bildern und ChatGPT ist eher ein Textassistent. Nun werden wir das Ganze kombinieren. Ihr seht jetzt hier gerade die Aufgabe oder die Eingabemaske von ChatGPT 4. Das ist die aktuelle Version und zwar nutzen wir ChatGPT 4, um damit einen Text zu generieren, den wir dann nutzen, um damit in Midjourney, einer anderen KI, ein Bild zu erzeugen. Midjourney kann Bilder erzeugen auf Basis von Text, die man eben generieren lässt. Man kann da hinschreiben, ich hätte gerne einen roten Baum auf einer grünen Wiese und dann generiert einem Midjourney Bilder auf dieser Basis. Wir wollen aber jetzt komplexere Bilder haben, die uns Bilder erzeugen, die eben im Lego-Look sind. Das funktioniert. Allerdings brauchen wir dazu eine ganz umfangreiche Beschreibung und die lassen wir uns tatsächlich hier von ChatGPT schreiben. Wir haben ihm gesagt, hey, du sollst uns Beschreibungen schreiben, nutze folgende Technik, beschreibe es ganz genau, sag ganz genau, was sein soll, mach uns ein paar Vorschläge und dann kriegen wir hier diese Texte. Ich habe jetzt mal einen markiert. Das ist die Beschreibung eines Bildes und das übergeben wir an Midjourney. Midjourney läuft auf Discord, da kann ich jetzt hier das Ganze eingeben und dann seht ihr jetzt hier, werden 4 Varianten des Bildes erschaffen. Es sind 4 Möglichkeiten momentan. Sieht das Ganze noch relativ unschön aus. Es dauert jetzt ein bisschen. Wir machen das gerade jetzt mal in Echtzeit, damit ihr seht, wie schnell das Ganze geht. Midjourney wirbt damit, dass das Ganze innerhalb von 60 Sekunden funktioniert oder unter 60 Sekunden. Und hier seht ihr jetzt genau, wie das Ganze langsam sich aufbaut. Es wird immer schärfer. Es gibt ganz verschiedene Varianten, aber es passt perfekt zu dem, was wir geschrieben haben. Ihr könnt oben den Text mal pausieren, dann könnt ihr den Text mal lesen. Gerade sind wir bei 62% der Generierung. Manche von den Bildern sehen ein bisschen komisch aus, manche deutlich besser. Deshalb ist es vor allem im Bereich von Lego-Kreation oder Bildern ein bisschen schwierig. Manchmal macht er ja ziemlich Mist, aber manchmal auch sehr, sehr tolle Sachen, die man wirklich gut nutzen kann, um eben solche Werbesachen zu machen. Und wir will einfach mal zeigen, was sich heute mit heutiger Technik machen lässt. Das war jetzt die Echtzeitgenerierung. Wir haben jetzt 4 verschiedene Varianten. Mal besser, mal schlechter, aber es passt ungefähr zur Beschreibung. Ich möchte nämlich ein Bild am Flughafen haben mit einem Mann und einer Frau, das ich ja eben als Werbeplakat nutzen kann als Grundlage. Wir haben jetzt zum Beispiel das Bild hier, da kann ich jetzt sagen, ich hätte gerne von Bild 4 weitere Variationen. Dann erstellt er mir 4 leicht unterschiedliche Versionen dieses Bildes. Seht ihr jetzt hier, das war jetzt auch Echtzeit. Und dann können wir sagen, wir entscheiden uns für eines dieser Bilder und das möchten wir dann in Upscaling, also höher aufgelöst haben. Und das werden wir auch gleich machen. Ich sehe jetzt hier minimale Unterschiede. Manche von denen sehen echt komisch aus, manche sehen einfach auch falsch aus. Wir entscheiden uns für eins davon. Und dann können wir das Ganze mit U1, das heißt, wir machen ein Upscaling von Bild 1. Dann gibt es hier noch die Aufgabenanforderung, geht dann aber deutlich schneller. Und hier haben wir ein erstes Bild, das wir tatsächlich mit der KI erzeugt haben. Könnt ihr euch jetzt mal genauer anschauen. Das sieht dann so aus, es ist im Lego-Look ein bisschen seltsam vielleicht, das sind teilweise anders, aber wir generieren jetzt noch neue Bilder. Das ist jetzt ein bisschen schneller, da habe ich jetzt mal das Ganze schneller machen lassen und die Bilder sind deutlich besser. Das war jetzt die andere Text, den mir eben ChatGPT 4 generiert hat und dann nehmen wir jetzt Variationen von Bild 1 und das sieht schon mal deutlich besser aus. Schaut euch das mal an, das sieht wirklich nett aus, das kann man wirklich nutzen als Grundlage für ein Werbebild in der Stadt. Ohne dass man jetzt viel Zeit gebraucht hat, um da irgendwas sich zu überlegen, irgendwas zu bauen und einfach, es sieht nett aus. Wir werden das nochmal upscalen, Nummer 2, das sieht dann so aus, das übernehmen wir jetzt gleich, das sieht jetzt so aus, sieht doch eigentlich ganz nett aus, so als Werbebild. Das Ganze kopiere ich mir jetzt in Photoshop, schreibe noch ein bisschen Text dazu. Das ist irgendwie ein Plakat, das eben Personal für die Bricktopia Airlines sucht, auch die E-Mail-Adresse hier unten, bricktopiaairlines.com. Das Ganze kommt jetzt hier in Photoshop, ist auf der richtigen Größe, dann können wir das Ganze mal auf drucken natürlich, nicht drucken. Und dann seht ihr, dass wir das gleich hier, wir drucken es jetzt einfach mal hier auf der Folie, also auf dem Papier, das selbstklebende Papier, so wie ich das immer mache, wenn ich Aufkleber mache. Und dann seht ihr hier, aus dem Drucker kommt unser Werk heraus. Werdet ihr gleich sehen, hier ist es. Und da haben wir das Fertige. Und wenn wir das Ganze jetzt ausschneiden, aufkleben, dann haben wir ein Werbeplakat.
und können es in unsere Stadt stellen, so wie ihr es hier seht. Ich habe es jetzt mal hier hingestellt, fand ich eigentlich noch eine ganz nette Position, passt auch ganz gut hin und wir haben jetzt natürlich ein Werbeplakat geschaffen, das komplett auf Basis von künstlicher Intelligenz erschaffen wurde. Ich finde es eine sehr, sehr interessante Technik und wenn man weiß, was man damit tut, dann kann man damit einiges machen. Jetzt nochmal zurück zu einem Thema vom letzten Mal und zwar geht es um das neue 3-Jahres-Anniversary-Set. Manche haben sich ein bisschen gedacht, der Preis wäre relativ hoch. Man muss jetzt ein paar Dinge bedenken. Erstens, das Set ist nicht mehr nur auf 8x8, sondern auf 16x16, also 4-mal größer. Es hat deutlich mehr Steine und allein der Einkauf der Steine, da wir hier nur Lego-Steine benutzen, liegt bei 35 € ungefähr. Dann müssen wir hier noch denken, die Mehrwertsteuer geht ab und das Restliche, was dann übrig bleibt, ist da, um das Projekt zu unterstützen. Das heißt, den Preis deutlich tiefer zu setzen, würde heißen, dass es sich eigentlich in dem Sinne nicht mehr lohnt, um das Projekt zu unterstützen. Also ihr bekommt, wie gesagt, Lego-Steine im Wert von 35 €, also nur dazu. Ich habe jetzt noch weitere Sachen gemacht. Ich habe dieses Savage ist es eigentlich, darauf Brickwash könnte man es nennen. Ich habe jetzt links eine Figur generieren lassen, ich habe rechts tatsächlich in einer Art Lego-Look nochmal das Parfum selbst generieren lassen, das Ganze in Photoshop wieder kombiniert. Das erste neue Plakat. Dann habe ich hier etwas Mittelalterliches generieren lassen. Da haben wir das Brickade Medieval Festival nochmal. Also das ist sehr interessant, weil es generiert nämlich Sachen, die es so als Bedruckung gar nicht gibt. Aber es sieht eigentlich ganz cool aus, meiner Meinung nach. Und wenn man erstmal so im Flow ist, wie das Ganze funktioniert, vor allem wenn man ChatGPT 4 mit Midjourney kombiniert, dann kriegt man da wirklich tolle Sachen raus, um eben solche Plakate zu machen. Und dann habe ich nochmal hier sowas Bahnhofliches generieren lassen für Union Brick Railroad. Das ist ja auch die Betreibergesellschaft unseres großen Bahnhofs in Brickgate. Auch hier Union Brick Railroad.com als als Internetadresse. Und jetzt nehmen wir mal eins von dem Plakat. Wir nehmen das Lego Movie Plakat hier runter von unserem Gebäude und ersetzen es durch eines der neuen Plakate. Ich werde das andere natürlich noch irgendwo noch mal reinsetzen, aber ich denke jetzt einfach mal, dass es eigentlich ganz cool aussieht. Hier ist ein bisschen was anderes. Ich finde es persönlich, mein persönliches Highlight von den 4 Dingen, die wir heute hier erstellt haben. Man muss dazu sagen, es dauert tatsächlich ein bisschen, sich da reinzufuchsen und das Ganze generieren zu lassen, mit Photoshop zu bearbeiten, schauen, was man machen lässt. Es ist heute alles ein bisschen komprimiert, aber wir haben jetzt noch ein paar Plakate übrig. Wir haben das da hingesetzt und ihr könnt mir jetzt gerne noch in die Kommentare schreiben. Erstens, was haltet ihr von den Möglichkeiten der KI, um solche Dinge zu erstellen? Und zweitens, wo stellen wir die anderen Plakate eigentlich hin, wenn wir die jetzt hier haben? Ich habe nämlich noch selber gar keine guten Ideen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten im nächsten Update wird es wieder mehr Steine geben. Heute mal was ganz anderes. Ich dachte, es interessiert euch vielleicht, wohin die Technik oder was mit der Technik heutzutage möglich ist, auch im Klemmbausteinbereich. Und ansonsten bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.